Young people from all over the galaxy are joining up to fight for the future. I am doing my part. I'm doing my part. I'm doing my part. I'm doing my part. I'm doing my part too. They're doing their part. Are you? Join the Imperial forces and save the galaxy. Make our Emperor proud. Honor, duty, empire. People of the galaxy, hear me out. You must see through the lies of the Emperor. It is time to rebel. Join us. You are not alone. We are few, but there's hope. Help us restore the Republic. Kostüm zu tragen für mich bedeutet einfach Freude zu haben an etwas und die Freude zu teilen mit gleichgesinnten Leuten und die Freude auch zu verbreiten bei anderen Leuten. Wenn ich in einem Star Wars Kostüm auftrete, ist es ein bisschen eine Freude und ein Gedenken auch an meine Kindheit, in der ich die ersten Star Wars Filme gesehen habe. Außerdem bedeutet das Star Wars Kostüm heute, dass ich in dem Kostüm Spenden sammeln kann und auch Gutes tun kann. Die Liebe, die ich zu diesen Filmen empfinde, auch nach außen zu tragen, sie zu verkörpern und sie zu zeigen. Dass wir mit unseren Kostümen, die wir selber mit sehr viel Leidenschaft gebaut haben, etwas für einen guten Zweck bewirken kann und dabei auch noch bei Fans von Star Wars halt auch ganz schöne emotionale Reaktionen hervorholen kann. Spass haben. In eine Welt eintauchen oder noch mehr Teil von einer Welt zu werden, die ich extrem liebe, wo ich völlig drin aufgehe. Und in dem, dass man ein Kostüm hat, schlüpft man auch bis zu einem gewissen Grad in den Charakter, in die Rolle rein. Und das heisst ja, Kleider machen Leute. Und auf die andere Seite ist es natürlich auch eine Möglichkeit, dass wir Kinder und Leute im Grundsätzlichen die Möglichkeit geben können, dass sie mit diesen Figuren interagieren können und dass du jemandem kannst ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, der vielleicht sonst gar nicht die Möglichkeit hat, die Figur wirklich im echten Leben mal zu erleben. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich etwas Schönste an dieser ganzen Geschichte. Die Kombination von Schweiß und Arbeit, wo du investierst in etwas und die Leute schlussendlich Freude haben am Endresultat. Die Rebel Legion ist eine weltweite Kostümorganisation der hellen Seite, sprich die Rebellen und die Jedis. In der Schweiz gibt es die Helvetica Base und die Helvetica Base hat ungefähr 30 Mitglieder.
Die 501. ist eine Kostümorganisation, die sich auf imperiale Kostüme konzentriert und in imperialen Kostümen sich weltweit zugunsten von Kinderhilfsnetzwerken einsetzt. Die 501. ist weltweit organisiert, aber jedes Land hat seinen regionalen Verband. Und Swiss Garrison ist der lokale Verband der internationalen 501st. Unter dem Charity-Auftrag der Swiss Garrison verstehen wir grundsätzlich alle Gelder, die wir sammeln, spenden wir zugunsten von einem lokalen Hilfsnetzwerk, das in Zusammenarbeit mit Kindern ist. Oder auch wenn wir in irgendein Kinderspital gehen oder zu einem kranken Kind heimgehen, ist es für uns selbstverständlich, dass wir dafür keine Gelder nehmen. Die Swiss Garrison und die Helvetica Base arbeiten seit jeher eng zusammen, dadurch, dass die Helvetica Base auch aus der Swiss Garrison entstanden ist. Und es war immer ein Wunsch von dem Gründer der Swiss Garrison, dass die beiden Organisationen zusammenarbeiten. Die Helvetica Base setzt sich genauso wie die Swiss Garrison dafür ein, dass Spenden gesammelt werden und die Spenden gehen vollumfänglich an gemeinnützige Organisationen. Meine Funktion in der Swiss Garrison ist der GML. Ich würde es jetzt mal salopp nennen. Kostümabnickerin. Ich bin eine von denen, die einerseits den Mitgliedern hilft beim Kostümbau, also helfen hauptsächlich in Richtung von Mentoraufgaben oder als Mentorin. Und ich bin auch diejenige, oder eine von beiden, die die Kostüme abnickt, ob sie zugelassen werden oder nicht. Die Position vom GML ist weltweit standardisiert, kann man so sagen. Es hat in jedem Land, jeder Garrison hat wenigstens ein GML, wenn nicht sogar mehrere, je nach Größe. Das heisst, dass zum Beispiel im Gegensatz zu der Rebel Legion, wo die einzelnen Kostüm-Judges als Art Gremium fungieren, wo man sich daran wendet, bei uns lokal jemand vor Ort ist, der für Kostüm zuständig ist, wo man sich Informationen holen kann und wo man Kostüme einreicht. Ein CRL ist eigentlich unsere Bibel. Für jedes Kostüm gibt es Richtlinien, wo jedes Einzelteil mit den Details beschrieben ist und mit gut Glück von mehreren Seiten sogar abfotografiert worden ist, dass man genau weiss, wie muss es aussehen, wie gross muss es sein, aus was für Material soll es sein und was hat es für eine Funktion am Kostüm. Das ist natürlich sehr gäbig, wenn man sich ein Kostüm neu baut, dass man genau weiss, was Sache ist. Ein gutes Anfängerkostüm ist relativ schwierig zu sagen. Es kommt immer ein bisschen darauf an, was man für Ansprüche an sich selber hat. Ich persönlich empfehle jedem Neuling ein relativ einfaches Kostüm, ein Techniker, ein Java, ein Taskenreiter, vielleicht ein Offizier, ein Kostüm, das einigermaßen bequem ist zum Tragen. Auch ein Kostüm, wo man ein bisschen reinschnuppern in das Ganze. Ich habe angefangen mit dem ersten Kostüm. Das war für mich der Offizier, der Imperial Security Officer. Ziemlich langer Name. Das ist ganz einfach der schwarze Offizier. Simpel und ein super Einsteigerkostüm, finde ich. Mein erstes Kostüm ist das, was ich hier jetzt anhabe. Das ist mein eigener Jedi-Charakter. Und ich habe das ausgesucht, weil ich Jedi-Ritter einfach cool finde. Und es ist ein Kostüm, das ich selber machen konnte, weil ich etwas selber machen wollte. Mein allererstes Kostüm war der Darth Vader. Ich habe mir dort gerade ein Jahrhundertprojekt aufgebürdet, weil ich das Gefühl hatte, es ist doch relativ einfach. Ist es aber im Endeffekt nicht gewesen. Und ich habe gute 4 Jahre gehabt, bis ich das Kostüm auf dem Level hatte und auf dem Standard, um überhaupt beitreten. Die aufwendigeren Kostüme die kommen automatisch mit der Zeit. Ich kenne kaum jemanden, der bei uns beitreten ist und immer nur ein Kostüm hat. Die Kostümsammlung die wächst ganz automatisch.
Wenn sich jetzt jemand interessiert dafür, beizutreten bei uns, speziell bei den Rebellen, ist es eigentlich am einfachsten. Er tritt einmal mit uns in Form von einer E-Mail oder via der Homepage oder auch an den Events in Kontakt. Und dann können wir ihm die entsprechenden Plattformen nennen oder ihm auch aufzeigen, was es für Möglichkeiten gibt. Es ist immer wichtig, dass man sich am Anfang bewusst ist, in welche Richtung man gehen will, was man für ein Budget hat, was für einen Charakter man gerne machen würde. Und dann gibt es ganz viele Möglichkeiten und Ressourcen auf dem Rebellenlegion-Forum, eigentlich Sachen zu suchen, respektive Topics, Bauarten, Hersteller und so weiter. Und dann, wenn man das Kostüm zusammen hat, kann man eigentlich Bilder machen. Mit sich im Kostüm, von vorne, von hinten, von rechts, von links, gerne noch in einer Action-Pose. Und anhand von diesen Fotos kann ich dann auf der CRL die einzelnen Kostümkomponenten anschauen, kann sie vergleichen, ist alles dort, was es sein soll, hat es alles. Und daraufhin gebe ich dann dem Applikant Bescheid, ob sein Kostüm angenommen ist bei uns oder ob es eventuell noch die eine oder andere Verbesserung daran braucht. Am liebsten winke ich natürlich Kostüm durch und sage, ja, passt, super gemacht. Meistens die Leute, wo ich eine Absage erteilen muss, von vielen höre ich gar nicht mehr, was ich extrem schade finde, weil mit ein bisschen Aufwand könnte man es eventuell noch retten. Und irgendwie hat man dann die Chance nicht. Ich habe das Gefühl, dass die Enttäuschung fast überwiegt. Vielleicht kommt es auch von meiner Seite auch ein bisschen falsch rüber, obwohl ich probiere es wirklich den Leuten schon beizubringen. Wieso die Regeln so streng sind? Ein Grund dafür ist natürlich, wir probieren eine Illusion zu verkaufen. Wir möchten, dass die Leute, die uns begegnen im Kostüm, wirklich das volle Star Wars Feeling haben. Und wir sind als GMS dazu verpflichtet, dass wir die vorgegebenen Richtlinien einhalten. Natürlich sehe ich gerne Kostüme, die noch nie realisiert worden sind, wo man dann mit dem Applikant zusammen etwas erschaffen kann, etwas auf den Weg bringen, das dann wieder als Vorlage für weitere Mitglieder gilt. Das ist schon etwas, was mir Spass macht. Und durch die Serien und die Filme kommen ja immer wieder neue Kostüme in den Fokus. Wenn ich ein Kostüm prüfe, dann tue ich eigentlich die Basisversion prüfen. Und dann kann man aber die Basisversion aufrüsten. Also zum Beispiel, sagen wir jetzt, ein Offizier. Bei einem Offizier sind streng genommen auch PVC-Reitstiefel erlaubt zum Prüfen. Oder zum Beispiel hohe Lederstiefel oder Kunstlederstiefel mit einem Reissverschluss. Wenn man das Level aber aufentun für sich selber, dann kann man sich original Offizierstiefel ohne Reissverschluss organisieren. Zum Beispiel. Also das heisst, man kann bei jedem Kostüm immer noch eine Schippe drauflegen und es noch ein bisschen akkurater machen. Ich versuche in der Regel eigentlich alle meine Kostüme bis zu einem gewissen Grad selber zu machen. Das heisst, ich drucke Teile, ich tue die Softparts, respektive Kleider selber nähen. Ich tue auch Rüstungsteile selber formen mit PVC. Ich probiere mit Harz Sachen zu machen und zu gießen. Speziell auch das Molen und das Weatheren, das sind alles Sachen, die sehr Spass machen und die ich immer probiere selber zu machen. Es gibt immer wieder mal Fälle, wo man halt leider nicht darum herumkommt, dass man auf das Netzwerk und auf die Ressourcen von anderen Händlern angewiesen ist oder von Leuten aus der Legion, weil die einfach die Teile herstellen. Das kann diverse Gründe haben. Entweder ist man nicht fähig, das Teil so herzustellen mit dieser Technik, oder es muss ein gewisses akkurates Level haben, das man selber so nicht anbringt. Es ist aber durchaus auch möglich, dass man das Kostüm gar nicht selber macht und dass man die Teile von unterschiedlichen Herstellern zusammenkauft. Das ist genauso legitim. Und in der Regel ist es eigentlich so, dass wenn man einmal so anfängt, dass man die Teile kauft, dass man sich dann vielleicht auch irgendwann mal dafür interessiert, wie ist es hergestellt worden, und man dann ganz automatisch in das ganze Craften und Kostümherstellen reinrutscht. Die Detachments sind eigentlich Kostümgruppen. Das heisst, so viel wie zum Beispiel die Stormtrooper sind in einer Gruppe zusammengefasst. Die Tusken und die Javas sind in einem Detachment zusammengefasst. Die Piloten sind in einem Detachment zusammengefasst und auch die Sith Lords. Also wir sind sowohl in einzelne Länder aufgeteilt, als auch in Kostümgruppen.
Es ist so, dass es 2 Gruppen gibt. Das eine sind die Rebellen, das heisst die guten Charaktere. Das andere sind die dunklen oder die bösen, das heisst die imperiale Seite. Und es ist möglich, dass man in beiden Organisationen beitreten kann und ein volles Mitglied werden. Ich bin jetzt auch in beiden Organisationen und habe sowohl gute als auch dunkle Kostüme. In der Schweiz ist es eher so, dass wir einen relativ starken Zusammenhalt haben, dass beide Organisationen zusammen arbeiten, was auch damit zu tun hat, dass relativ viele Mitglieder bei uns Doppelbürger sind in den jeweiligen Organisationen. Und von dem her gesehen ist es immer eine tolle Sache, wenn man sieht, dass Leute in der einen Organisation anfangen und dann irgendwann auch in der zweiten Organisation Fuß fassen und von beiden Seiten eigentlich Kostüme haben. Es gibt zum Teil auch Kostüme, die man bei beiden Organisationen eintragen kann, zum Beispiel das Java. 500 First ist 1997 in ihren Ursprüngen gegründet worden vom Elvin Johnson in Amerika. Die Swiss Garrison ist ein Jahr später, im 1998, von Pascal Biondi in der Schweiz gegründet worden. Die 500 First international hat etwas um die 15'000 Mitglieder und die Swiss Garrison hat zurzeit etwas um die 90 Mitglieder. Das 25. Jubiläum der Swiss Garrison haben wir an der Fantasy Basel gefeiert, weil das für uns eigentlich immer der grösste Treffpunkt des Jahres ist. Und man darf mittlerweile auch sagen, dass es zu unserem Hausevent geworden ist und dass es fast schon die gleiche Anziehungskraft hat wie damals Legoland und jetzt mittlerweile extrem viele Leute auch international jedes Jahr wieder nach Basel reisen. Die Planung von der Fantasy Basel fängt bei uns selber meistens so nach dem neuen Jahr an. 2 Monate vor der Fantasy Basel fängt die strenge Planung an und einen Monat vorher wird es richtig anstrengend für mich und mein ganzes Team und dort kommen auch viele schlaflose Nächte jeweils auf mich zu. Ich wünsche euch, der Swiss Garrison, zu ihrem 25-jährigen Jubiläum das Allerbeste und hoffe, euch alle bald einmal live zu sehen. Möge die Macht mit euch sein. Euer Palpatine. Hey there, Swiss Garrison. This is Albin Johnson, TK210, sending you my greetings straight from my heart to you there at Fantasy Basel and to all parts of Swiss Garrison. Say congratulations and happy anniversary. Die Rebel Legion ist genauso wie die 501. eine von Disney, Lucasfilm akzeptierte Kostüm-Community. Die Rebel Legion hat weltweit 5500 Mitglieder und ist regional unterteilt in Outposts und Bases. In der Schweiz gibt es die Helvetica Base und die Helvetica Base hat ungefähr 30 Mitglieder. Der Gründer des Swiss Garrison hatte immer Freude an imperialen und Rebellenkostümen. Deshalb gab es in der Schweiz ganz lange keine Rebel Legion und auch keine Helvetica Base. Kurz bevor Force Awakens in die Kinos kam, haben im Herbst 2015 3 Mitglieder der Swiss Garrison eine eigene Kostümorganisation gegründet, weil sie befürchtet haben, dass sie nicht mit der Swiss Garrison auftreten dürfen. Im KKL dürfen wir die Filmkonzerte begleiten, also wenn Star Wars in Konzert gezeigt wird und auch gespielt wird. Und dort ist unsere Aufgabe, ein bisschen Star Wars-Atmosphäre zu verbreiten und natürlich für die Besucher bereitzustehen, wenn sie mit uns Fotos machen möchten. Die schönste Erfahrung von einem Event, das mir jetzt wirklich in den Sinn kommt, war das Event im KKL zu einem Weihnachtskonzert, wo ich das erste Mal ein neues Kostüm anlegen durfte, der Biker Scout. Und hatte den kleinen Grogu dabei. Und sie waren wirklich herzig, wie die Kinder darauf reagiert haben und sich gefreut haben, dass der Kleine da ist, dass sie mit ihm fotografieren können. Sie sind wirklich sofort darauf zugekommen. Alle Gelder, die wir sammeln, spenden wir zugunsten von einem lokalen Hilfsnetzwerk,
wo in Zusammenarbeit mit Kindern ist. Der letztjährige Spendenpartner zum Beispiel im 2022 war der Sternentaler. Und das ist unter anderem genutzt worden, um Familien mit beeinträchtigten Kindern Rollstuhl zu finanzieren. Und sie konzentrieren sich auch darauf, auf Familien, die halt Kinder verloren haben, um dort halt eine Stütze der Familie zu geben. Und in diesem Jahr, im Jahr 2023, haben wir den Spendenpartner Zystische Fibrose gewählt. Das ist auch ein bisschen Gedenken an den Pascal Biondi, den Gründer des Swiss Garrison, der leider an dieser Krankheit gelitten hat. Der Pascal Biondi ist mir in Erinnerung als eher ruhige Person, aber mit sehr viel Wortwitz. Ich habe ihn immer so ein bisschen als jemand erlebt, der so auf den Stock zusammen und noch ein bisschen grinst, wenn er etwas sagt. Zum Teil auch so ein bisschen stur, aber ich habe ihn wahnsinnig angenehm gefunden. Und ich bin sehr traurig, dass er nicht mehr unter uns ist. Er war der Commander der Swiss Garrison und hat natürlich auch den ganzen Stein der 500 First in Europa in eine Rolle gebracht. Der Pascal Biondi hat für mich einen speziellen Stellenwert in meinem Herz und in meiner Erinnerung, weil er ist der ausschlaggebende Punkt war, dass ich überhaupt zu der Swiss Garrison gekommen bin. Damals bin ich auf das Video gestoßen von der Rose Parade 2007, wo Lucasfilm ja ganz viele Legionäre aus der ganzen Welt zusammengeholt hat für diese Parade. Und die Schweizer waren auch ein Teil davon gewesen. Und ich habe dann einmal Kontakt mit ihm aufgenommen. Und dann bin ich 3-4 Tage später eigentlich schon bei ihm am Tisch gehockt. Und wir haben über diverse Themen geredet. Und er hat mich dann sehr stark auch gepusht und motiviert, dass ich mein erstes Kostüm, den Vader, eigentlich wirklich fertig machen soll und dass ich in die Richtung gehen soll und dass das super sei. Er war eine sehr inspirierende Persönlichkeit gewesen. Trotz Zeichnen durch seine jahrelange Krankheit hat man gemerkt, dass er ein Feuer in sich hat und dass er so vielen Leuten auf die Beine geholfen hat, speziell in Europa. Und er hat sehr viel von seiner Lebensenergie und von seiner Zeit hat er geopfert für die ganze Sache. Und auch am Schluss, was ihm wirklich nicht mehr gut gegangen ist, er immer noch an den Events war und probiert hat, so viel Unterstützung zu geben. Und durch das hat er wirklich sehr vielen Leuten in den letzten 20 Jahren sehr viel mitgeben auf diesem Weg. Pascal Biondi was a very close friend of mine, and you know, we all mourn his loss, but we all celebrate his legacy. Him and so many others helped create what the Swiss Garrison is today, and that's what you are. Beim Kostüm tragen ist es natürlich so. Natürlich hat man Spass im Kostüm, aber Kostüme können sehr, sehr anstrengend sein. Man ist eingeschränkt in der Sicht, man ist eingeschränkt in der Bewegung. Man schwitzt wie Sau oder friert sich den Arsch ab. Und es gibt Kostüme, wo man froh ist, wenn man gleich mal wieder raus kann und eine Pause machen. Beim Dreh dieses Films war es sehr anstrengend für mich, weil ich in 3 Kostümen auftreten musste. Aber zu den richtigen Zeiten am richtigen Ort sein. Das war das Einzige, was ich liefern musste. Es ist jetzt mittlerweile schon die 3. Filmproduktion, wo ich aktiver Teil davon sein durfte. Und es ist jedes Mal wieder absolut inspirierend, wie Leute aus verschiedenen Gruppierungen und Teams zusammenkommen. Und es ist eine absolut tolle Erfahrung, dass man sieht, dass das an einem Tag auch reibungslos funktionieren kann und so viele Menschen zusammen können im Team arbeiten und gemeinsam das Ziel erreichen. Eines der Erlebnisse, das mich extrem beeindruckt hat, war das Zusammentreffen mit dem Dave Prowse, mit dem Darsteller von Darth Vader in den alten Star Wars Film. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Es war ein total netter englischer Gentleman, den ich hier treffen durfte. Und das Erlebnis nehme ich bis heute mit. Meine schönsten Erfahrungen in der Garrison oder auch in der Base zusammenzufassen, ist relativ schwierig. Ich würde behaupten, es ist die Summe von unterschiedlichen Events, von unterschiedlichen Treffen, von unterschiedlichen Möglichkeiten, die uns dargeboten worden sind.
Beste, was mir gefällt, ist einfach, dass wir halt ein kleinerer Club sind, dass wir ein bisschen weniger Mitglieder haben, dass wir wirklich eine familiäre Atmosphäre haben. Also, wir sind wirklich wie eine kleine, grosse Familie. Ich bin mit Herrn Wiedig sehr herzlich aufgenommen worden. Ich kann mich noch gut an meinen ersten Job erinnern. Das war eigentlich so, als wäre ich gar nicht neu, sondern schon immer dabei gewesen. Und ja, ich glaube, wenn man so verrückt ist, dass man freiwillig seine Freizeit verbringt mit Kostüm basteln, Kostüm sammeln und rumzulaufen, damit muss man schon ein bisschen irgendwo einen Schrauben weghaben. Das schönste, aber für mich persönlich auch das traurigste Erlebnis bei der Swiss Garrison war, wo wir durften für einen Bub da sein, der ganz schwer krank war an Krebs. Den wir in Zürich begrüßen durften. Es hat geheissen, er wird Maximum eine halbe Stunde mit uns sich unterhalten, weil seine Kräfte halt sehr beschränkt sind. Und einer seiner größten Wünsche war, er wollte gerne mit Luke Skywalker ein Lichtschwerttraining machen. Und der Luke Skywalker, den er davor fand, das war ich. Nach etwa 3 Stunden haben wir dann den Kostüm langsam kapitulieren, weil wir dann irgendwo auch an unsere Grenzen gekommen sind. Im Moment muss ich sagen, bin ich absolut nicht in der Phase, dass ich mir vorstellen könnte, dass ich das jeweils irgendwann mal aufhören würde. Solange das Feuer in mir innen brennt, dass ich Kostüme herstellen kann, dass ich eine soziale Verpflichtung habe und dass ich auch sehe, dass das den Leuten etwas zurückgibt und mir auch ein tolles Gefühl gibt, dass ich mich mit so vielen Leuten treffen kann an den Events, sehe ich absolut keinen Grund, warum ich das aufhören soll. Vielleicht bin ich ja irgendwann mal sogar einer von den Senioren, der noch im Kostüm rumrennt. Und von dem her gesehen, ich denke, wenn es nicht äußere Einflüsse gibt, die mich davon abhalten, dass ich das Hobby weiterhin ausführen könnte, dann sehe ich absolut nichts, was dagegen spricht.